Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Auch ja, wenn es einige Zeit gedauert hat, aber ich bin wieder da und werde jetzt auch wieder Videos machen. Ich habe auch einige früher aufgenommen. Zudem zählt auch das Video vom Oppo Find X9 Pro. Das habe ich in Südkorea aufgenommen und es lag jetzt ewig herum. Daher wundert euch nicht über so manch eine Aussage, die mag jetzt schon veraltet sein. Aber so meine grundsätzlichen Eindrücke werden schon hinhauen mit dem Gerät. Was ich noch sagen wollte, ist, dass das Software-Update zu dem Zeitpunkt noch bei Dezember 2025 war. Wir haben jetzt schon Juli 2026, von daher sind schon einige Monate ins Land gegangen, aber so viel wird sich da jetzt auch nicht getan haben. Egal, nur zur kleinen Information und ab zum Video. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Entschachtelt und diesmal geht es um mein Review zum Oppo Find X9 Pro. Ich habe das Gerät jetzt seit dem Start im November und ich wollte mein Review eigentlich früher veröffentlichen, allerdings sind da ein paar Sachen dazwischen gekommen, beziehungsweise ich wollte auch noch Updates abwarten und auch noch bessere Möglichkeiten, die ein oder andere Funktion zu testen. Das habe ich jetzt auch gemacht seitdem. Ich bin jetzt hier gerade in Südkorea unterwegs und da hat sich natürlich ergeben, dass ich viele Videos, Bilder, Verbindungsmöglichkeiten, Telefonie, alles testen konnte. Fangen wir aber mal von außen an. Ich habe hier das weiße Gerät, das gibt es noch in dunkelgrau. Aluminiumrahmen, absolut top verarbeitet. Das Glas auf der Rückseite schön weich und das Oppo-Logo reingeätzt. Also von der Verarbeitung her, wie es in der Hand liegt, absolut top. Vom Gefühl her würde ich eher sagen, ist also eher iPhone-mäßig. Also man hat eher das Gefühl, ein iPhone mit einem Aluminiumrahmen wieder in der Hand zu haben, weil die Ränder doch komplett abgeflacht sind. Display 6,78 Zoll OLED-Bildschirm, nicht von Samsung produziert. Das heißt, wenn ihr diese Probleme kennt mit dieser grünen Linie im Display, die einige Samsung-Displays gerne mal haben, dürfte hier nicht auftreten. Und ja, durch die flache Bauweise des Displays habt ihr natürlich schön die Möglichkeit, ein Schutzglas aufzutragen. Ansonsten haben wir noch hier Power-Button, lauter, leiser, alles. Der Druckpunkt ist top. Dann haben wir noch den Snap-Key. Ja, wo kommt der wohl her? Jedenfalls, da kann man halt diverse Funktionen wie Schlafmodus, Taschenlampe, KI-Funktionen, all solche Sachen zuweisen. Und als kleines Extra, da seht ihr es, haben wir noch den Kamera-Button, aber dazu gleich mehr. Rundherum würde ich jetzt erstmal zusammenfassen, es ist schon ein geiles Telefon. Es war ein Auf und Ab anfangs, das muss ich zugeben, gerade was Kamera angeht und Akku. Allerdings, letztendlich bin ich doch überzeugt von diesem Gerät. Klar, es hat noch hier und da seine Macken, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Das Betriebssystem ist mit Android 16 bzw. ColorOS 16 Oppos eigenes Betriebssystem. Oppo, OnePlus nutzen beide das Betriebssystem oder sehr ähnlich. Und es macht Spaß, es läuft flüssig, es läuft super eigentlich vom gesamten, ja, von der gesamten Experience her ist das einfach ein Top-Gerät. Auch wenn man gerade von Samsung kommt, klar, man merkt, ein paar Funktionen fehlen gegenüber Samsung. Dafür hat man hier Funktionen, die Samsung nicht drin hat. Ich finde diese Spielereien halt super. So, vor allen Dingen sowas, wenn man hier diese kleinen Ordner hat, das mag ich immer. Wenn ihr das vielleicht mal seht, diese Ordner. Da kann man dann schon hier in der Übersicht draufdrücken und bei Oppo kann man die sogar scrollen. Das kann auch ein Nachteil sein, wenn ihr versucht, eure Seite hier zu scrollen. Der scrollt den Ordner, weil ihr über den Ordner angefasst habt beim Scrollen. Naja, gut. Irgendwas ist immer. Ansonsten der Dimensity 9500, der MediaTek. Ich war nie MediaTek-Fan, ganz ehrlich. Wenn ich MediaTek gehört habe, wie bei Amazon-Geräten oder günstig ist noch nicht, billigen chinesischen Smartphones, dann adieu, ich bin raus. Das war immer eine Ruckelpartie und von der Power her absolut schlecht. Der Dimensity 9500 hat mich so überrascht, gerade was Power angeht. Es ist High-End, absolut High-End. Ihr könnt alles damit spielen, irgendwie auf High-End. Könnt ihr umstellen, wie ihr wollt. Es ist High-End und er ist relativ energieeffizient. Er verbraucht nicht so viel Energie, wie ich gefühlt bei einem Snapdragon denken würde, dass er verbrauchen würde. Das hat aber auch zur Folge, dass das Gerät kühler ist.
Es wird nicht ganz so heiß, wie jetzt man von Snapdragon-Geräten kennt, und das hat doch schon so seine Vorteile. Gerade zur wärmeren Jahreszeit oder sowas, da ist das schon ganz geil, wenn das Smartphone nicht auch mitheizt, ne? Sagen wir es mal so. 120 Hertz Display, fluppt alles super. Es macht einfach nur Spaß, auf dieses Display zu gucken. Es wird hell, ich glaube 1800 Nits, und was die alles versprechen mit 3000, kann man eigentlich alles gar nicht mehr drauf geben. Wenn die einen Pixel darauf so erhöhen können, dann gilt das schon gleich als Marketing-Spruch. Vorteil ist, dass das hell genug wird im Sonnenlicht außen, wenn man im Automatikmodus ist. Da müsst ihr euch absolut keine Sorgen machen. Das wird heller als zum Beispiel ein iPhone 16 Pro oder sowas. 17er kann ich nicht sagen, das habe ich persönlich noch nicht benutzt. Aber das Pixel ist noch mal ein bisschen heller. Das Pixel 9 und 10, die sind noch mal eine Schippe drauf. Das merkt man im direkten Vergleich. Allerdings hat man keinen Vergleich, dann könnt ihr absolut hier aufs Gerät, könnt ihr euch darauf verlassen, dass das hell genug ist draußen. Ob es die versprochenen Zahlen erreicht, kann ich nicht sagen. Ich würde echt mal sagen, nein, denn es ist schon von den Zahlen her, kommt es zwar dem Pixel gleich, aber vom Gefühl her absolut nicht. Da hat man nicht diese Bombe im Gesicht. Ich möchte aber nicht versprechen, dass das wirklich so ist. Es kann auch sein, dass es von einem anderen Hersteller von dem Display so anders dargestellt wird. Ich sage nur, mein Eindruck ist nicht ganz so hell wie die absolute High-End-Konkurrenz, aber immer noch heller als das Samsung Galaxy S25 Ultra, meinem Gefühl nach. Dann die Kameras, und das war einer der Punkte, die mich zum Beispiel dazu gebracht haben, zu überlegen, ist das jetzt geil oder nicht? Die ganzen Sensoren hier drin sollen wirklich absolut top sein. Die sind gehypt wie sonst was, und Oppo Software da drin. Und sie sind wirklich sehr gut. Zumindest bis auf die Weitwinkelkamera, die ist so okay. Allerdings sind die super, die Sensoren. Es macht Spaß, damit zu fotografieren. Die gesamte Fotografie-Experience heißt also, macht Kamera einfach so aus der Hose rauf, weil ihr schnell irgendwas sehen wollt. Vögel fliegen vorbei oder was weiß ich, was Schönes, ne? Zack, Foto. Jein. Da habt ihr noch von den Auslösezeiten her, ist das halt nicht das Beste. Also ihr werdet Bewegungsunschärfe bei schnellen Objekten haben. Das kennen Samsung-Nutzer, Pixel-Nutzer müssen sich daran erstmal gewöhnen, und auch iPhone-Nutzer kennen es, aber nicht ganz so schlimm. Das ist hier noch eine Sache, die mich ein bisschen enttäuscht hat zumindest. Wenn man Tiere hat, die sich schnell bewegen, oder Kinder hat, die laufen, oder irgendwas, Autos, ne, da ist immer eine Unschärfe drin. Da können andere Geräte einfach schneller reagieren. Ist es deswegen schlecht? Absolut nicht. Es ist ein Vergnügen, sämtliche Modi zu nutzen. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, diese Hasselblatt-Modi am Anfang, diesen ganzen Master-Modus, den man hat, und da wurde ich am Anfang nicht warm mit. Ganz im Ernst, da sage ich jetzt auch so, ich fand die blass und sowas. Mittlerweile, nach über 2 Monaten, ist das mein Lieblingsmodus geworden. Also damit fotografiere ich 80% der Zeit über. Und ich finde, von den Farben her ist es gut. Ne? So normale Sachen hat es eine gute Farbwiedergabe. Bei LED-Lichtern, ne? Also wenn man so einen modernen Weihnachtsbaum hat, der sieht nicht so schön aus von den Lichtern her wie in real. Das fällt dann schon auf. Und Master-Modus absolut top. Auch die anderen Modi. Fotomodus top, der X-Pan-Modus, wo man eine weite Aufnahme macht, also einfach nur das Bild weit aussieht. Das habe ich häufiger benutzt, als ich anfangs gedacht habe. Gerade so Panorama-Aufnahmen oder so. Absolut Spitzenklasse, macht Spaß. Dann etwas, das mir wichtig ist Videos. Ist die Videoqualität gut? Ja. Ist sie sehr gut? Ja. Ist sie iPhone-Niveau? Nein. Dennoch muss man sagen, 4K bis 120 Bilder pro Sekunde inklusive HDR, also Dolby Vision. Kein Problem für das Ganze. Das finde ich absolut klasse. Da kann sich Google mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Die können 4K 30 mit HDR. Ich verstehe nicht, warum. Ich liebe HDR persönlich, von daher ist das schon geil. Also Videos top, Bilder top, das macht Spaß. Der Button ist jetzt nicht so geil, aber immerhin kann man in den Optionen ausschalten, dass man mit der Berührung zoomt. Das kann man ausschalten und das Ganze als rein Auslöseknopf nimmt. Trotzdem nutze ich lieber hier das On-Screen-Rad zum Zoomen oder rauszoomen und so weiter. Das mache ich damit einfach lieber. Das muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also so geil ist er nicht. Ich fand die Idee geil von dem Knopf, aber wirklich letztendlich nutzen tue ich es weniger. Kamera kann ich also sagen, geil.
Akku, das ist natürlich der nächste Punkt, der so großartig hier beworben, gehypt und sowas wird. Mit 7500 mAh Akku. Der Akku ist schon 50% größer als die von den anderen Flagships, die ungefähr immer im Schnitt mit 5000 daherkommen, also die ganzen amerikanischen und Samsung und so, ne? 5000 mAh und das sind jetzt halt 7,5. Merkt man einen Unterschied? Absolut. Ja, man merkt es. Würde ich allerdings blind testen, dann würde ich den Akku eher auf 6000 mAh bis 6500 mAh schätzen. Warum? Bei der Arbeit und sowas habe ich meine Routine. Und da ist den ganzen Tag der Browser an. Im Standbild meistens, dann wird kurz gescrollt, bis ich wieder Zeit habe und dann, ne? Das verbraucht eigentlich nicht viel Strom. Von daher schaffe ich immer so 8 bis 9 Stunden, 50% Restakku. Jetzt rein im Dunkelmodus, ne? Wie gesagt, Browser an und dann ab und zu mal scrollen, ein bisschen lesen und dann bleibt es halt an für 8 Stunden. Das Problem ist hier, mit derselben Nutzung, mit denselben Apps verbrauche ich immer noch genauso viel Akku. Ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht, denn ich komme auch hier nach 8 Stunden mit derselben Funktion, mit denselben Apps mit 50 bis 60% raus. Jetzt wird man natürlich denken, ja, aber da muss es ja irgendwo dran liegen. Ich kann es nicht sagen. Der Akku ist bei mir nicht so krass, wie ich es mir von den Zahlen her der Milliampere-Stunden vorstelle. Für Leute, die gerne im Standby lassen und nur ab und zu mal Chat-Message schreiben oder ab und zu mal surfen und dann immer das Gerät wieder deaktivieren bzw. das Display ausschalten und dann im Standby lassen. Absolut, da kriegt ihr 2 Tage hin, vielleicht auch 3 Tage hin, ne? Oder über 10 Stunden Screen-On-Time insgesamt, wenn man alles addiert. Ich bin allerdings viel Nutzer, ich komme trotzdem mit meinen 9 bis 10 Stunden Screen-On-Time hin, jeden Tag, und muss es dann trotzdem abends laden. Ist das jetzt ein Beinbruch? Nein. Mit so einem Pixel und sowas ist bei meiner Nutzung auch immer 7, 8 bis 9 Stunden drin. Von daher ist das für mich jetzt nicht ein Riesensprung. Ich habe das Gefühl, dass manche Apps oder das Betriebssystem manche Apps nicht so gut damit umgehen kann. Und das Problem ist einfach nur, dass in der Akkuübersicht von Oppo, wo man natürlich den Akkuverbrauch sieht und welche Apps was verbrauchen, ist keine Hardware eingerechnet. Das heißt, man sieht nicht, was verbraucht das Display, was verbraucht das, ne? Beim Pixel zum Beispiel kann man das gerne mal sehen. Und da kann es sein, dass ich über Nacht mal eben 4%, 5% Akku verliere und in der Übersicht steht 0 Minuten aktive Display On-Site. Da steht keine App, aber es ist halt einfach weg. Obwohl ich gar nichts gemacht habe und eigentlich nicht weiß, warum sind es jetzt 4 geworden, warum nicht 1% oder 2% wie bei den einen oder anderen Leuten da draußen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, ich komme durch den Tag. Wer eine normale Standardnutzung hat, also ab und zu texten, ab und zu surfen, ein bisschen spielen, ein bisschen Video schauen und sowas immer mal wieder, der wird 2 Tage da mit dem Gerät locker hinkommen. Da muss man sich echt keine Sorgen machen. Und mit den 80 Watt Laden mit dem Kabel ist das Ganze nochmal fix geladen. Ich möchte noch kurz anmerken, diese 80 Watt erreicht ihr halt eigentlich eher nur mit dem originalen Super VOOC Netzteil von Oppo. Normales Netzteil erreicht es, glaube ich, nicht ganz. Und dann habe ich auch gesehen, der USB-C-Port daran an dem Original-Ladenetzteil funktioniert nur bis 67 Watt. Das heißt, letztendlich ladet ihr auch nicht mal wirklich mit den 80 Watt, die beworben werden. Trotzdem schnell, ist innerhalb von einer Stunde ungefähr voll, knapp über eine Stunde, ich habe es nicht genau gemessen, sondern, ne? Wen interessiert es, ob es 63 Minuten sind oder 55 Minuten. Ja, es ist fix. Wireless Charging ist auch drin. Bis 50 Watt habe ich kein Ladegerät für, da braucht man auch wieder so ein spezielles Ladegerät für. Mache ich eh nicht, ich lade es schnell mit dem Kabel. Was soll's. MagSafe? Nein, hat es nicht. Es ist eine ganz leicht magnetisch, so wie es aussieht. Wer MagSafe will, der braucht so eine Hülle wie das hier. Da funktioniert das Ganze dann dran. Und die Funktionen sind alle kompatibel. Also Wireless Laden ist dann exakt an der Stelle, wo es hier markiert ist. Lautsprecher. Mein größter Kritikpunkt. Es soll Leute da draußen geben, die sagen, das ist sehr gut. Tut mir leid, solche Leuten, denen kann man nichts trauen. Ganz im Ernst. Das sind Lautsprecher, die sind auf dem Niveau von einem Standard-Smartphone gefühlt von vor 10 Jahren. High-End-Smartphones seit 10 Jahren haben jeweils bessere Lautsprecher als das. Null Bass,
absolut null Bass, flach. 75% der Power, der Lautstärke kommt hier unten raus und ungefähr 25% kommt hier oben raus. Und dazu nochmal zusätzlich, der obere Lautsprecher ist nochmal qualitativ deutlich schlechter als der untere. Und das Ganze klingt für YouTube-Videos oder wo Stimmen sind, so stimmbetonte Dinge, da geht's. Musik, ein Graus. Ganz im Ernst, es wird laut, es ist klar, aber Qualität oder Tiefe oder Dynamik steckt absolut gar nicht in diesen Lautsprechern. Und das finde ich ziemlich enttäuschend für eine UVP von 1.300 €. Es ist ein geiles Gesamtpaket, keine Frage. Man kriegt es auch schon günstiger als die 1.300 €. Absolut. Es lohnt sich auch für die 1.300 €. Wer allerdings erwartet, dass man so Lautsprecher im Sinne von Samsung, Google oder erst recht Apple bekommt, nein, da ist das meilenweit entfernt von. Ich liebe dieses Telefon. Es ist mein, wie sagt man so schön, Daily Driver. Es ist mein Standardgerät. Ich gucke es mir jeden Tag an, ich spiele damit rum. Ich mache gerne Bilder und Videos. Ich nutze Funktionen, ne? Und Updates kommen auch 1-2 Mal im Monat bisher. Ich kann nicht sagen, wie es in Zukunft ist. Sie versprechen was? 6 Jahre? Ich glaube 6 Jahre Betriebssystem-Updates, 5 oder 6? Ich glaube 6 waren es. Und das dürfte locker reichen für die meisten da draußen. Die werden ihr Handy nicht so lange nutzen, wie die Versprechen sind. Ob die Updates dann später mal weniger pünktlich kommen oder noch verspäteter, ne? Das kann ich nicht sagen. Bisher ist so ungefähr gegen Ende des Monats kommen immer die Updates. Und da möchte ich jetzt auch schon insgesamt sagen, es ist ein klasse Smartphone, es lohnt sich absolut, es ist toll, es macht Spaß, es ist performant. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen wegen MediaTek. Außer ihr spielt Emulatoren oder so, da ist die Kompatibilität so lala. Allerdings alles andere absolut geil. Aber das soll es auch gewesen sein mit dem kurzen, zusammengefassten, trotzdem langen Review vom Oppo Find X9 Pro. Wie ist denn eure Meinung? Habt ihr den Vorgänger oder habt ihr Planung, das Ganze hier zu kaufen? Habt ihr vielleicht sogar eine ganz andere Meinung zu der einen oder anderen Funktion als ich? Weil das ist klar, jeder hat einen anderen Fokus und jeder hat andere Präferenzen. Verstehe ich. Das kann man aber auch erwachsen klären. Ich finde, wie gesagt, die Lautsprecher grottig und der Rest ist aber trotzdem geil. Deswegen kommt das Ganze wieder in diese AliExpress-Packung, weil in Europa kriegt man ja so gut wie keine vernünftigen Hüllen und wenn, dann nur von Amazon, aus China. Das macht da nichts. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, liebe Grüße aus Südkorea und bis zum nächsten Video. Ciao.